Hi, ich habe noch kein Intro, aber dennoch herzlich willkommen hier bei GG Reaction. Und zwar ist das hier ein neuer Kanal von mir. Natürlich, sonst seht ihr mich ja nicht. Und wo ich halt ja, Bock habe, mal Reaction-Videos zu machen. Ich bin eigentlich ja so im Gaming-Bereich tätig gewesen. Da gibt es auch einen Kanal MrGG85 und in der Videobeschreibung habt ihr den YouTube-Link als auch meinen Twitch-Kanal, wo ich dann halt Videospiele spiele. Aber ich habe jetzt halt Bock mal auf Reaction und zwar gerade so in einen besonderen Bereich habe ich mal Bock, mich ja vorzuwagen, wo ich bisher noch keine Berührungspunkte habe. Und die Sache ist halt, ich habe halt gestern Abend sehr viel getiktokt und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr auch TikTok benutzt. Es können schon mal schnell ein paar Stunden vergehen und dann wird irgendwann mal Nacht und ich habe halt auch, bin ich jetzt ehrlich, viele Videos auch geguckt, wo man irgendwelche koreanische Tänzerinnen gesehen hat, von irgendwelchen koreanischen Girlgroups und deswegen dachte der Algorithmus wohl, ich stehe wohl auf K-Pop und hatte mir dann etwas vorgeschlagen, was ich auch geliked hatte und da habe ich gedacht, krass, der klingt ja richtig fett, die Stimme. Und darauf möchte ich reacten. Und wer das ist, das zeige ich euch mal eben ganz kurz. Hier ist der TikTok und zwar von Stray Kids, so heißt die Band wohl. Und die Stimme, die ich meine, ist Felix. Von Felix, das ist nicht Felix, sondern der kommt jetzt so gleich wieder. Der ist, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute hier Stray Kids sind. Ich habe noch gar nichts davon gehört. Ich habe keinen K-Pop-Berührungspunkte irgendwie an Musik. Zumindest nicht bewusst. Vielleicht hier und da mal was gehört, aber dann nicht wirklich zugeordnet, dass das jetzt K-Pop ist. Denn habe ich mich nicht so interessiert für. Aber ich habe in den letzten Jahren sehr stark auch das koreanische Kino lieben gelernt. Durch Serien auch wieder wie Squid Game bin ich wieder mehr dazu gestoßen, aber davor eigentlich auch schon Oldboy, was ich ziemlich geil fand. Und ja, dann gab es Train to Busan oder Parasite und so. So gibt es so ein paar geile Filme. Murder Memories und so, die ziemlich gut waren, koreanische Filme. Und da habe ich halt gedacht, okay, da bietet doch der koreanische Kosmos einiges. Und jetzt habe ich halt das gesehen. Und was ich damit meine, zeige ich euch mal eben ganz kurz. Die jetzt hier eingeschalten, die kennen ja wahrscheinlich diesen Part schon. Und jetzt der hier, das ist dieser Felix. Und jetzt sehen wir halt so ein paar Reactions von irgendwelchen amerikanischen YouTubern. Und der hat so eine krasse Stimme. Und da habe ich halt gedacht, komm, das möchte ich jetzt auch mal mir diesen Song anhören. Dieses Maniac, das ist eine richtig krass tiefe Stimme, aber dennoch irgendwie so klangvoll, also schwer zu beschreiben. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Musikexperte, der jetzt irgendwie sämtliche Klänge oder Abläufe von Musik, sondern ich bin halt einer, der gern Musik hört, auf Spotify, ja. Und zwar wirklich alles rauf und runter. Es kann mal was Rockiges sein, es kann was im Hip-Hop-Bereich sein, es kann was im Dance-Bereich sein. Also da habe ich jetzt nicht so irgendwelche Abneigung gegen irgendwelchen Sachen. Aber K-Pop habe ich bisher immer irgendwie vermieden. Ich weiß nicht warum. Und das möchte ich jetzt mal ein bisschen nachholen. Und vielleicht gefällt mir das und dann kann ich mir irgendwann mal eine Spotify-Playlist mal privat einrichten, nämlich K-Pop und das, was ich dann hier zu den Reactions kennenlerne, dazu packen. Wir fangen jetzt an mit diesem Song Maniac. Haben wir gerade gehört in diesen Links. Und das ist vom 18.03. das Video. Hier steht 10.03., aber hier auf jeden Fall 18.03. auf YouTube hochgeladen, hat fast 117 Millionen Aufrufe. Ist schon krass. 3,5 Millionen Likes, über 1 Million Kommentare. Wir werden mal reinschauen. Wir sehen das erste Bild hier schon. Das sieht schon ziemlich stark so aus, als sei es irgendwie an Inception orientiert, oder? Wer denkt da nicht direkt an Inception? Ne? Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wer da jetzt auch direkt an Inception gedacht hat. Oder Doctor Strange, das Spiegeluniversum. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wer auch so gedacht hat. Und schreibt vor allen Dingen mal, wenn ihr irgendwelche Bands und so weiter noch kennt. Oder halt auch Songs, die ich mal reacten soll im K-Pop-Bereich, ne? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, kann natürlich auch dann in einem anderen Bereich sein. Ich reacte jetzt nicht nur auf K-Pop, aber darauf möchte ich mich jetzt gerade mal eben fokussieren, weil ich möchte mich da ein bisschen weiterbilden. Schreibt es gerne in die Kommentare. Können auch Solo-Künstler sein im K-Pop-Bereich, kann auch irgendwelche Girl-Groups sein. Gerne in die Kommentare damit, alles was ich mal kennenlernen soll. Schreibt es in die Kommentare, wird mich interessieren. Wir hören jetzt mal rein in den Song. Ich habe die Lautstärke, glaube ich, recht gut. Und ja, wir gucken mal einfach. Also das Bild ist schon mal ziemlich fett. Dieser Typ jetzt alleine
Also, da ich da jetzt schon Stopp machen musste. Aber er erinnert mich voll an so einen Final Fantasy Charakter. So die fette Brille auf, die roten Haare. Es könnte so irgendwie einer aus Final Fantasy Universum sein. Ziemlich krass. Geiler Beat, Alter. Richtig geiler Beat. Hat so was Orientalisches, finde ich, oder? Diese Klänge. Ich komme jetzt nicht so aus dem Musikbereich, aber das erinnert mich irgendwie so an orientalischen Beat. Ziemlich geil. Ah, ich glaube, das war, glaube ich, von der Stimmlage her war das jetzt ja der Felix, ne? Der hier? Weil wir hier schon guckt. Oh. Gibt es hier auch andere Untertitel? Arabisch? Deutsch gibt's nicht? Ne. Dann machen wir mal auf Englisch. Relax everyone, stop pretending to be normal. Ne? Also, seid mal locker. Hört auf euch vorzustellen, oder so zu tun, als seid ihr normal. Das seid ihr nämlich gar nicht, ne? Wir sind alle hier Verrückte, wir sind Maniacs, sag ich mal. Wir sind Maniacs, darum geht's bestimmt, oder? So, jetzt nochmal. Let's go! Alter, der Anfang ist schon richtig stilvoll. Allein jetzt hier schon die erste Transition. Hier, wir jetzt hier mit der Hand. Zack. Und da seht ihr direkt die nächste Szene. Eine geile, schnelle Transition. All of your smiles look weird. All dein Lächeln sieht einfach nur komisch aus. Wenn die Fesseln gelöst sind, sind wir doch alle die gleichen. Das war auch eine geile Transition. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Backstreet Boys. Everybody. Jetzt hier, guckt euch mal. Da, er dreht sich und jetzt auch wieder zack. Transition, nächste Szene, also im dunklen Diner jetzt, wie er alles aufräumt, wischen muss. Der hat eine schöne Stimme. Ich habe jetzt nicht mit einem Rap-Part gerechnet, ehrlich gesagt. Was stand da gerade? Ah, siehst du? Cosplaying as what society defines normal to be pow. Boah, Alter, sieht das geil aus. Boah, der Beat ist richtig geil. Ich muss mal meine Kopfhörer noch etwas lauter machen. Und jetzt. Oh, er kommt richtig geil. Ah, jetzt kommt das. Ja, das klingt so geil. Maniac. Wie kann man so eine Stimme haben? Guckt mal, der ist doch nicht mal so richtig, oder? Der ist ziemlich schmächtig, sieht er aus. Entschuldigung. Er sieht ja ziemlich schmächtig aus, aber hat da so eine krasse... Es ist ja noch nicht mal einfach nur eine dunkle Stimme. Die ist zwar dunkel, aber... Also eine tiefere Stimme. Aber die hat trotzdem so viel Klang trotzdem. Also die ist klangvoll, hat trotzdem noch so viel Farbe. Und dann das hier. Bing, bing, spinning, going crazy. Das klingt geil. Nochmal. Walk like Frankenstein. Oh. Das ist ja richtig krass. Ich muss aber den ganzen Refrain einmal hören. Der gefällt mir gerade schon mal richtig.
나서 빠진 것처럼 미쳐 maniac 핑핑 돌아버리겠지 maniac Frankenstein처럼 걸어 maniac 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 나서 빠진 것처럼 무슨 maniac. Auch die Kamera, weißt du, wie die Kamera richtig so dynamisch die ganze Zeit mitgeht. Wenn die so wackeln, dass die Kamera auch so mitwackelt, das ist richtig gut gefilmt auch. Jetzt. Wie viele sind das jetzt eigentlich? Aus wie vielen Leuten besteht die Gruppe? 1, 2, 3, 4, 5? Sind das 5? Es ist so nach dem Motto, wir sind doch hier alles nur für die Gesellschaft und so doch einfach nur so wie so Puppen, hier Spielpuppen an so Fäden. Und zack. Weißt du, und dann halt löse sich doch eigentlich einfach von diesen Schnüren doch da, dieses Puppending, und eventuell wird das dann halt dein reales Selbst hervorbringen. Die Effekte auch hier jetzt, guck mal, zufällig jetzt gerade hier stoppen, weil ich wollte da nicht nur das andere zeigen hier. Alles ist super und jetzt hier, zack, wie es da reingezogen wird. Soll das das Gehirn sein? Denk mal, weil das jetzt sozusagen in den Kopf rein. Das war aber jetzt so, das ist doch der Typ gewesen, ne? Dieser Felix. Guck doch mal, der hat schon so, ich möchte mal sagen, eine weibliche Ausstrahlung, aber die sehen schon alle krass aus. Übrigens, das kann ich erzählen, 7 Leute sind das, ne? Wenn das jetzt alle sind, bestehen ja noch aus 7 Mitgliedern. Aber er hat so weiblichere Züge, möchte ich jetzt mal sagen, auch mit der Frisur jetzt gerade. Aber hat so eine kraftvolle Stimme, ist einfach nur krass. Und die haben alle voll die reine Haut, muss ich gerade mal sagen. Also. Der Effekt war geil. Hat man wieder, hier am Anfang hast man ja, gucken, ich spule noch mal eben ganz kurz dahin. Da hat man halt diesen Akkuschrauber, dieses und jetzt kommt wieder das und jetzt wieder diesen Akkuschrauber-Sound, aber jetzt drehen sich die sind jetzt gerade an der Decke und die drehen sich jetzt und damit dreht sich die Kamera auf. Pass mal auf. Richtig geiler Effekt. Ich sehe gerade, der hat einen Schriftzug Celine auf seiner Stirn. So heißt meine Tochter, meine Große. Schon geil. Auch wie die Kamera immer mitgeht. Oh, ich muss noch mal eben, sorry, dass ich die ganze Zeit hier jetzt gerade zurückspule und so weiter, aber das flasht mich doch gerade ein bisschen. Und ein bisschen viel, muss ich sogar sagen. Wie die Kamera mitgeht. Das ist auch geil. Das klingt auch richtig geil. Auch da wieder. Wenn ihr nicht auf den Text gerade, habe ich jetzt mal gerade eben geguckt. Das passt jetzt gerade voll. You can't stop the smoke.
Diese Love like I have a loose screw maniac. Also, ich lache, als hätte ich eine Schraube locker. Ne? Und dann Spinning, going crazy und dann auch thick as fog. Also so dicht wie Nebel und so weiter. Und dann, ne, wir sind Maniacs. Und jetzt, wie gerade beim Text so, ne, you can't stop smoking, so zack, jetzt geht auch noch ein Rauch auf. Passt der irgendwie jetzt gerade, wie ich das gerade gesehen hatte. Stilwechsel. Oder was hat der denn für krasse Augen gehabt? Ich hätte auch gern solche Augen. Ne? Ich weiß, das sind jetzt Kontaktlinsen, die er drin hat, weil man hat keine rosane Augen. Aber hätte man solche Augen, das sieht schon krass aus. Also, es gibt Menschen, die haben ja zwei verschiedene Augenfarben. Meine große Schwester hat zum Beispiel zwei verschiedene. Die hat ein braunes und ein grünes, glaube ich, ist das. Ja, ich glaube grün. Was auch richtig hervorsticht, dass sie wirklich zwei verschiedene Augenfarben hat. Aber das hebt sich ja richtig ab. So dieses Blau und Rote, das sieht geil aus. Das hat richtig was. Oh, das ist auch so richtig, das ist auch so ein richtig geiles Bild. Sieht so krass aus. Also das war der, ne? Das ist der Felix. Guck doch mal. Aus dem kommt die Stimme. Ach, ihr seht das gerade nicht, weil ich davor bin. Aber ich gehe mal ganz kurz auf Seite. Hier, aus dem kommt die Stimme Maniac. Das ist so krass, dass aus so eine krasse Stimme kommt. Das ist alles jetzt hier, was in dem Kopf drin ist, hört. Doch, das hat mir schon sehr gefallen. Ich mache auf jeden Fall mir eine Playlist hier. K-Pop-Playlist auf mein Spotify und deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Songs habt, auf die ich mal reacten soll. Schreibt mal gerne rein. Und ich fand jetzt auch übrigens die Tanzchoreografie ist auch ziemlich geil. Ich wünschte, ich könnte tanzen. Ich kann nicht so tanzen. Und die sind alle so bunt gekleidet, das sieht aber trotzdem, denen steht das. Wenn ich so rumlaufen würde, würde jeder lachen, glaube ich. Einfach nur dumm aussieht, aber bei so Koreanern und so oder der asiatischen Menschen, ey, da passt sowas. Die können sowas tragen, ohne dass das irgendwie albern oder dumm aussieht, sondern das sind dann wie so Trendsetter oder so. Ich glaube, bei mir wird das einfach nur dumm aussehen. Zumindest wenn ich hier in meiner kleinen Stadt, wo ich wohne, rumlaufen würde, wird die sowieso jeder denken. Aber darum geht es auch halt in den Song. Wir verstellen uns ja irgendwie auch meistens nur, um der Gesellschaft zu gefallen, dazu zu gehören, anstatt mal sein inneres Ich rauszulassen und halt verrückt sein, so wie die jetzt gerade. Die sind einfach mal gekleidet und sind einfach mal, ja, Maniacs. Weißt du, die sind jetzt einfach die selbst. Und drängen sich nicht so, lassen sich nicht in diese Schublade drängen, dass jeder so gleich ist, jeder passt und so. Eigentlich sind wir alle doch gleich und wollen einfach nur sein, wie wir wollen. Und man traut sich meistens nicht, weil wir halt so wie so Marionetten einfach nur funktionieren und so rumlaufen, wie die Gesellschaft das halt will. Aber wenn wir mal die Seile, wie es dann im Video war, kappen, dann sind wir vielleicht dann halt mal anders. Dass wir dann uns rauswagen. Ne, denn so wie wir jetzt so normal immer rumlaufen, das ist eher das Cosplay. Nicht die Leute, die cosplayen, sind die cosplayen, sondern wir, die uns verstellen, die dann sich nicht trauen rauszukommen, das sind, was sie sein wollen oder so, auch mal verrückt sein. Wir cosplayen eigentlich den ganzen Tag, wenn wir zur Arbeit gehen,
beim Beruf, der vielleicht nicht komplett unser Ich widerspiegeln und nicht das ist so, weil nur das tun wir des Berufes und des Geldes wegen, das an Job tätigen und nicht das, was wir eigentlich, ja, wie sagt man so schön, wenn Beruf nicht Berufung heißt, ne, und ja, ich meine, ich mache auch einen Job, der macht mir zwar Spaß, das, was ich arbeite, ich bin jetzt im Großhandel tätig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt Ewigkeiten alt in diesem Job werden. Ich möchte am liebsten natürlich etwas machen, was mir komplett Spaß macht, denn bei dem Job, wenn ich morgens so, wenn man nach dem Urlaub denkt, jetzt ist der Urlaub vorbei, ich muss jetzt wieder zur Arbeit, dann ist ja auch irgendwas falsch. Dann ist ja der Job ja nicht so, dass man sagt, ich freue mich auf die Arbeit. Der Urlaub ist dann doch schon schöner. Wenn man aber einen Job hat, wo man sagt, morgen wieder arbeiten, ich habe voll Bock drauf, weil das ist eher schon so ein Spaßding. Und darum geht's halt. So, man muss sich halt auch mal trauen, rauszulassen, mal etwas zu machen, was man möchte und so. Und ja, ist auch immer noch eine coole Message. Also so interpretiere ich jetzt den Song. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, wie ihr den interpretiert. Also mir hat der auf jeden Fall sehr gefallen. Der Beat ist geil. Das Musikvideo ist extrem fett. Die Choreografie ist geil. Ich kann jetzt nicht irgendwie Negatives sagen. Der Refrain ist geil. Die Bridge dahin ist geil. Die Stimme von diesem Felix ist Hammer. Wirklich. Ich weiß leider jetzt nicht, wie die anderen heißen. Könnt ihr mal gern schreiben hier. Nehmt jetzt das Bild hier, was ihr seht. Und wenn ihr es wisst, schreibt mal von links nach rechts, wer das alles ist. Würde mich dann gern schon interessieren. Hier jetzt, von links nach rechts. Angefangen mit dem blauen Haaren. Endend bei dem hier, der mit den grünen. Wo ich schon mal sagte, das sieht auch, ne, also den man da gesehen hatte mit diesem Warning. Ganz am Anfang, der komplett in grün ist. Schreibt es mal gerne, wie die alle heißen. Ja, den kenne ich auf jeden Fall. Das ist Felix. Das war es aber auch schon. Übrigens, er hat ein Simpsons-Shirt an. Das ist auch geil. The Simpsons. Sehe ich jetzt erst. Hat mir sehr gefallen. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, hier mein erstes Video, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, kommentiert was Fleißiges. Kommentiert, was ich auch mal drauf reacten soll. Und ich bin auf jeden Fall schon angefixt. Ich möchte auf jeden Fall jetzt gern schon mehr von diesen Stray Kids sehen. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich jetzt nicht einfach offscreen mir irgendwas angucke, sodass ich dann nicht mehr unvoreingenommen irgendwie drauf reacten kann. Ja, vielleicht mache ich jetzt auch gleich direkt schon die nächste React-Aufnahme, bevor ich überhaupt jetzt dieses erste hochgeladen habe, damit ich wenigstens jetzt schon mal, weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen verdammt, möchte wissen, was sie noch gemacht haben. Auf jeden Fall, das war's für das erste Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Würde mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin reingehauen und ciao, ciao!